Willkommen von der IFA 2018. Ich bin hier bei JBL und eins der Highlights mal wieder am Stand ist ein neuer Bluetooth Lautsprecher, der ab Oktober auf den Markt kommt. Und zwar geht es hier um den JBL Charge, den wir uns jetzt ein bisschen aus der Nähe anschauen, was in der Verpackung so drin ist, wie er klingt, mit ein paar Liedern und natürlich dann noch ein kurzer Wassertest. Und ich zeige euch die 10 verschiedenen Farben auch noch mal ganz kurz in der Übersicht hier in diesem ganz kurzen IFA 2018 Video. Und schon haben wir den wunderbaren Bluetooth-Lautsprecher von JBL mit dem Namen Charge 4 nochmal in der üblichen JBL-Verpackung, wo man sieht, dass der Lautsprecher vorne drauf ist, dass er wieder mal wasserfest ist. Seitlich sehen wir, dass wir uns mit mehreren verbinden können, mit mehreren 100 verschiedenen JBL-Lautsprechern. Natürlich Dare to Listen, wie immer unser schöner Slogan. Und hinten sehen wir auch nochmal, dass wir wieder uns mit einem Smartphone verbinden können zum Aufladen. Zum Beispiel hier mit dem USB-Anschluss und dann auch ein ganz neuer Anschluss hinten, den ich euch gleich zeigen werde. 20 Stunden Laufzeit bei mittlerer Lautstärke, komplett wasserfest, werde ich euch am Ende des Videos nochmal zeigen. Und ansonsten habe ich euch gerade schon ganz kurz alles beschrieben. Machen wir die Verpackung auf, wie ihr sie auch ab Oktober kriegen werdet, mit dem Charge 4 Logo hier nochmal drauf. Übrigens, wenn ihr 10% mindestens Rabatt haben wollt, geht unten auf meinen Link drauf, könnt ihr den dann auch gleich über JBL, dem offiziellen Shop, bestellen. 90 Tage zurückgeben, falls euch nicht gefällt. Also alles hier sehr cool, hier auf TechVideo. Hier habe ich den Lautsprecher, wie ihr sehen könnt, nicht in dem Schwarz, wie er vorne Verpackung war. Es gibt 10 verschiedene Farben, die ich sie euch auch nochmal gleich zeigen werde. Ich habe den jetzt hier in diesen komischen gelblichen genommen, weil es mal eine andere Farbe ist von JBL, wie wir sie bisher noch nicht kennen. Aber schauen wir uns erstmal an, was es noch in der Verpackung so gibt. So, einmal hier, wie ihr sehen könnt, eine schöne weiße Box mit Beschreibung und Kabel. Beim Kabel ganz wichtig, USB-C. Wow, das gab es auch noch nie. Das ist der erste JBL-Lautsprecher mit USB-C-Anschluss. Finde ich super. JBL ab nach vorne hier mit Innovation und damit ist nicht LG der einzige Bluetooth-Lautsprecherhersteller auf dem Markt mit USB-C, sondern JBL reiht sich hier gleich dahinter an. Ich zeige euch nur ganz kurz hier die Beschreibung, weil es geht nicht mehr darum, dass ich euch sage, okay, wie kann man sich verbinden. Das könnt ihr selber noch hinkriegen und die App runterladen, sondern wir haben hier eine technische Datenliste, die ich euch natürlich ganz gerne hier ausführlich kurz vor die Kamera halte, wo wir sehen können, dass wir bis zu 5,5 Stunden brauchen zum Aufladen, je nachdem, wo wir es anschließen, an unser Notebook oder ein richtiges Netzteil wie ein Smartphone-Netzteil. Wie ihr sehen könnt, ist jetzt kein Netzteil in der Verpackung mit drin, aber ihr könnt ja einfach eins eurer USB-Netzteile einfach benutzen. Es ist 1 Kilogramm schwer und die anderen Daten, wie groß sind die Membrane, was für Herz-Range haben wir hier und ähnliches, könnt ihr hier ablesen, beziehungsweise was wir auf Bluetooth 4.2 haben, sehen wir hier auch. So, schauen wir uns den Lautsprecher selber an. Wie ihr sehen könnt, wunderschön. Wieder passive Bassmembran, einmal mit JBL Logo und einmal JBL Schriftzug. Vorne wie immer das bekannte Logo, oben Play-Taste, Pause-Taste, Lautstärkeregelung, Connect Plus-Taste, An- und Ausschalten und Bluetooth zum Verbinden. Hinten die Anschlüsse hinter einer Gummiklappe, die wir super leicht aufkriegen mit USB-C. Hier der Anschluss, damit wir auch wunderbar dann einfach unser Smartphone oder Tablet oder ähnliches laden können und wir können uns auch per Kabel verbinden, falls wir nicht Bluetooth verwenden wollen und dadurch eine noch längere Laufzeit dann als 20 Stunden sogar vielleicht erreichen. Vorne sehen wir, wenn ich ihn jetzt anmache, wie aufgeladen er ist, gerade 2 von 5 Strichen, also ist vollkommen okay. Er läuft ja hier schon den ganzen Tag auf der Messe und wie ihr gerade gehört habt, ich bin auch schon verbunden, denn ich habe nicht einfach, indem ich lange die Bluetooth gedrückt habe, einfach verbunden. Dann blinkt er kurz, dann sucht er es auf meinem Smartphone raus, NFC haben wir weiterhin nicht drin und schon können wir Musik abspielen. Das mache ich jetzt auch bei maximaler Lautstärke. Ich liebe solche Lieder. Ich hoffe, euch haben die kurzen Soundanlagen gefallen. Jetzt schauen wir uns doch ganz kurz die Farben an, wie wasserfest er schwimmt auf dem Wasser. Wenn er auf dem Wasser schwimmt, wie kann man da Musik hören und ähnliches hier mit dem JBL Charge 4 von der IFA 2018. Legen wir los.
So, und wie erwähnt, es gibt 10 Farben. Einmal haben wir in Rot natürlich, in Schwarz, und dann gibt es coole neue Farben. Jetzt das silberne Weiße hier, den gelben habt ihr gerade schon gesehen, den Türkisen hier, ich zeige es nochmal in richtigem Licht, sieht auch sehr, sehr, sehr schön aus. Es gibt hier so eine leicht schmutzige, rosane Farbe, die auch, ich glaube, neu ist bei JBL. Dann haben wir so ein dunkel blaues, grünes hier Mix und dann natürlich noch hier den, ja nicht beigen, sondern auch so braunen hier von den JBL Charge 4, und wie ihr sehen könnt, so wird es ungefähr dann zum Verkaufen gehen. Hier den Lautsprecher, und jetzt hören wir noch ein bisschen uns an, wie er im Wasser klingt. Hier der Charge 4, aber schon mal Tschüss von mir, vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren und bis zum nächsten Mal. Geht auf den Kaufen-Link unten, denn im Oktober 2018 ist er natürlich schon erhältlich.